Ich heiße Thomas Marco, ich bin Geschäftsführer von BIND und Mitinitiant von der Interviewreihe zu Private-Public Partnership. Heute sind wir zu Gast beim Thomas Gadient. Er ist Geschäftsführer von der InnoCare AG, früher Pontenet, wo innovative Lösungen im Bereich Managed Care anbietet. Herzlichen Dank, Thomas, dass wir bei dir sein können und dass du uns Einblick gibst. Stell dich doch kurz vor. Ja, besten Dank meinerseits, dass ich hier zu diesem Interview eingeladen wurde. Wie du gesagt hast, mein Name ist Thomas Gadient, Geschäftsführer InnoCare seit gut 10 Jahren. Wir schreiben uns auf die Fahne, innovative Lösungen anzubieten im Bereich integrierte Versorgung oder Managed Care. Wir sind auch inzwischen bei der Digitalisierung angekommen, wo wir immer mehr realisieren, dass das ein zunehmend wichtiges Thema wird, wo sicher auch heute im Rahmen von diesem Gespräch immer mal wieder wird zum Tragen kommen. Und ja, bin sehr gespannt auf den Verlauf von diesem Gespräch. Ja, also, es hat einmal einen Verein PPP Schweiz gegeben, der hat sich 2020 selber aufgelöst mit der Begründung, das neue Vorgehen öffentlicher-privater Partnerschaften ist nach dem PPP-Modell, das sei jetzt noch abgeschlossen. In der Schweiz verankert, die Aufgabe sei erledigt. Wie erledigt ist Public-Private Partnership für dich? Ich glaube, das ist ein Thema, das wie nie kann oder wird erledigt sein. Vielleicht aus Sicht von einem Projekt oder zum etwas starten, aber PPP ist etwas, das uns tagtäglich tangiert, wo muss weiterentwickelt werden. Ich denke, der Austausch eben zwischen Publics und Privates ist ein ganz zentrales Thema. Es braucht beide Ebenen und entsprechend ist es wichtig, dass die Ebenen miteinander reden, aufeinander stossen und zu guten Ergebnissen führen. Gut, ich möchte mit so einer Frage zur treibenden Kraft einsteigen. Ich habe da 2-3 Aspekte dazu. Wer soll die treibende Kraft sein für die Verbesserungen, die es da braucht? Eher der Staat oder eher die Privaten? Wer soll das sein für die Haltung und Austausch von Gesundheitsdaten? Ja, ich denke, es ist nicht die eine oder die andere Seite, sondern beide. Der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, in Sachen Finanzierung, Datenschutz, Standards, sodass nachher eigentlich innovative Lösungen umgesetzt werden, regional von den privaten Anbietern. Also ist mehr das Ding, wirklich Rahmenbedingungen schaffen, eher im Bereich Public, sodass eigentlich nachher auf dieser Basis im Bereich Private innovative, gute Lösungen können umgesetzt werden, die auf diesen Rahmenbedingungen können schlussendlich aufsetzen. Also es ist ein Gemeinschaftswerk, nicht eine einseitige Geschichte. Und wie sieht es aus bei Kooperation stationär ambulant? Ihr macht ja auch Managed Care Modell, dort nimmt es mich speziell Wunder auch. Managed Care ist eben meine Gesundheit managen. Und wie steht, wer soll die treibende Kraft sein, der Staat oder die Privaten? Ja, also die Spitäler zählen sicher zum staatlichen Teil, wo schlussendlich den Kantonen unterliegen. Wir sind eher im ambulanten Setting tätig mit unseren Ärztenetzwerk, sei es mit den Grundversorgern oder eben auch mit niedergelassenen Spezialisten. Auch hier der ambulanten und der stationäre Sektor müssen zusammenarbeiten. Also über Umwege kann man auch hier wieder sagen, Public und Private kommen nicht aneinander vorbei. Im Gegenteil, müssen miteinander zusammenarbeiten. Ich denke, EFAS wird dort der Treiber sein, dass wir noch in Richtung Ambulantisierung oder auch im Sinne von den Ärztenetzwerk und Managed Care sich weiterentwickeln kann. Aber eben auch hier ist es ein Gemeinschaftswerk. Die Niedergelassenen und Spitäler, die müssen zusammenarbeiten. Es gibt auch einzelne Gehversuche an unseren Netzwerken mit Vereinbarungen, die zum Teil mehr oder auch weniger gelebt werden, aber es gibt dort Versuche, aber es fehlt eben auch hier irgendwo, es fehlen die Rahmenbedingungen, es fehlen die Anreize, sodass eben nachher regional, wo das nachher auch muss entwickelt werden und aufgebaut werden, dass das nachher auch wirklich umgesetzt wird. Also es fehlen Anreize und Grundlagen. Und eben die Versuche, sind die Triebe eher vom Staat oder vom Privaten? Eher von Privaten, also sei das jetzt von InnoCare aus oder von unseren Netzwerken aus. Man kommt dann schon auf der Gegenseite, spürt man eine gewisse Offenheit, aber ich denke, es ist eher von den Privaten austrieben. Nächstes Kapitel wäre Vernetzung von der Informatik. All die Akteure haben ja Informatik. Die sollen interoperabel sein, miteinander gut reden. Wer soll da treibende Kraft sein? Da sind wir eigentlich beim vorderen Thema. Grundlagen, Standards, Strukturen, Finanzierung eher vom Public-Bereich, sodass dort drauf die Privaten können aufsetzen, regionale Projekte umsetzen, die halt ins jeweilige Setting passen. Nicht jedes das Spital hat die gleiche Praxissoftware oder ein Klinikinformationssystem. Bei den Grundversorgern hat es eine grosse Heterogenität bei den Systemlandschaften. Darum braucht es umso mehr Standards, die müssen definiert werden, vielleicht eben sogar
strenger vorgegeben werden vom Public-Bereich oder auf Bundesebene, sodass man nachher einfach eine bessere Grundlage hat, um überhaupt effizient Projekte oder Systeme weiterentwickeln. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist so ein Teufelskreislauf und alle probieren etwas, aber es ist nicht nachhaltig, nicht strukturiert, weil eben der gemeinsame Nenner irgendwo fehlt. Prävention. Ich persönlich habe den Eindruck, da läuft zu wenig, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Aber wenn das würde stimmen, wer soll die mehr vorantreiben, die Privaten oder der Staat? In der Umsetzung sicher die Privaten, die auch regional verankert sind. Prävention, klar, es ist ein Thema, das uns alle betrifft und somit auch ein Public-Thema. Finanzierung, das ein grosses Thema ist, wo auch im Public-Bereich auf Ebene Bund, Kanton müssten Lösungen geschaffen werden. Aber die Umsetzung ist mehr im privaten Bereich, regional, mit guten Partnerschaften, die können und auch wollen zusammenarbeiten. Gerade im Bereich Chronic Care Management, der für uns wichtig ist, im Rahmen von diesen Managed Care Systemen, sehen wir, wenn wir Lösungen bringen in Praxen oder auch gegenüber den Krankenversicherern, dann werden die eigentlich relativ gut angenommen. Aber wir müssen als Lösungsanbieter den ersten Schritt machen, ein Angebot schaffen, das nachher von den Leistungserbringern umgesetzt werden kann, sodass man auf der anderen Seite bei den Kostenträgern jetzt in diesem Beispiel das als Leistungsangebot auch am Mann und Frau bringen, dass wir dort auch wirklich effektiv etwas umsetzen können. Auch hier, es geht überall, es ist so ein kleiner roter Faden, es braucht Grundlagen, es braucht Vorgaben, es braucht Standards, aber Umsetzung, für das habe ich das Gefühl, braucht es die regionalen Player, und das sind die Regel Privates, die halt in der Lage sind, umzusetzen und mit Partnerschaften hier ans Ziel kommen. Und jetzt, Thomas, was braucht es für den Einbezug der Patienten? Ja, aus Sicht von den Arztpraxen, die wir schlussendlich vertreten, passiert das tagtäglich in den Praxen. Die Ärzte haben Dutzende von Kontakten zu den Patientinnen und Patienten, die auch unterstützen. Ihr Problem ist halt Zeit. Also noch Patienten aufklären zu all diesen Themen, zur Digitalisierung, Nutzung von Tools. Für das fehlt einfach Zeit. Es ist auch nicht tariffiert, solche Unterstützungsleistungen. Also auf Ebene Praxis passiert es, aber wie soll ich sagen, auf übergeordneter Ebene oder dass es Anreize gibt, dass Patienten in die ganze Thematik einbezogen werden, fehlt auf allen Seiten der Anreiz, auch dort eine gewisse Standardisierung, über welche Tools, mit was und wie will man Patienten einbeziehen. Das ist so ein bisschen der Wink in Richtung Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, ja, sollte man Patienten auch einbeziehen in die Mitgestaltung, also wie sollte man sie einbeziehen, was sind ihre Bedürfnisse. Ja, das Gefühl, das passiert zu wenig, sei das jetzt im Rahmen von Versicherungsmodellen, wo wir uns halt so ein bisschen vom Umfeld her drin rumschlagen, aber auch ganz unabhängig von Versicherungsmodellen. Denke ich, sollte man noch mehr auf den Patienten hören, was er wirklich will und nicht einfach das Gefühl, man weiss es. Ich habe nicht das Gefühl, dass so gute Lösungen rauskommen. Aber es gibt auch Grenzen. Nicht jeder Patient hat die gleichen Fähigkeiten, nicht jeder Patient hat die gleichen Bedürfnisse. Darum ist, denke ich, eine gute Research für Patientenbedürfnisse unabdingbar, um nachher Lösungen zu bieten, sei es im Public, sei es im Private-Bereich oder bei der Kombination daraus, in welche Richtung wir überhaupt uns bewegen sollten. Ich habe das Gefühl, das passiert zu wenig, dass der Patient eigentlich im Mittelpunkt steht. Ja, da sprichst du mir aus dem Herz. Ich bin auch Patient und ich finde auch, das ist viel zu wenig da. Aber wir können vielleicht auch nochmal bei der Lösungen, bei der möglichen Lösungssuche nochmal zurück. Auch ein bisschen verbunden ist mit dem, ja, wir sollen ja immer sparen, oder? Und ja, wer soll sparen oder wer soll das Sparen treiben? Jetzt frage ich eben nicht den Patienten, aber sagen wir die öffentlichen oder die privaten? Ich glaube, ich kenne kein gutes Beispiel, wo eine Verstaatlichung zu Kostenreduktion geführt hat. Ich denke, der Hebel ist mehr im Public-Bereich, wo Direktor kann eingreifen im Rahmen von Projektdienstleistungen. Es ist auch ein Thema, das natürlich massiv in Richtung der Patienten geht, wo halt einfach irgendwo halt alles Denken da ist. Ich zahle eine Versicherungsprämie, also habe ich auch etwas zu gut. Also es ist ja der Patient, der im Mittelpunkt steht, aber ein grosser Hebel, der uns alle tangiert oder all die genannten Player inklusive dem Patienten tangiert, ist eigentlich Digitalisierung, wo ich stark davon ausgehe, dass mit guten Lösungen, mit interoperablen Systemen ganz viel Luft aus dem System rausgenommen werden kann. Top-Untersuchungen, Transparenz, was ist schon gemacht worden, könnte eben transparent gemacht werden und vielleicht auch gewiss nichts vermieden werden. Ein weiterer Punkt ist, dass es in vielen Bereichen eigentlich fast ein bisschen viele Player gibt, die versuchen, das gleiche Problem zu lösen. Das gibt so eine Art Verdrängungswettkampf, der ja auch wieder irgendwo Kosten generiert. Wir haben nichts natürlich gegen Wettbewerb. Das ist ganz etwas Wichtiges. Nur so entstehen gute Lösungen. Aber es hat manchmal so ein bisschen es entsteht der Eindruck, dass zu viele möchten von diesem Kuchen partizipieren. Und
da sind wir der Meinung, dass es vielleicht oder dort auch mit weniger Anbietern ginge, mit mehr Standardisierung würde ein bisschen schneller vorwärts gehen. Aber ich glaube, der grosse gemeinsame Nenner, um nochmal auf den Punkt zu kommen, ist aus meiner Sicht tatsächlich Digitalisierung, wo eben Zusammenarbeit auf ein ganz anderes Level kann bringen, wo auch eine gewisse Messbarkeit oder eben Transparenz kann gefördert werden. Darum sind auch wir als InnoCare mit unserer eigenen Managed Care Software, Maikura, einen Weg gegangen, wo wir jetzt auch Digitalisierung bestreiten, aktiv, mit einem externen Entwicklungspartner eine eigene Managed Care Plattform entwickelt haben, weil wir sehen, das ist die Zukunft. Und die eigene Lösung ermöglicht uns auch, dass wir uns sehr agil auf neue Bedürfnisse einlassen, Integrationen in andere Systeme prüfen. Ein Schlagwort ist hier auch Heureka, als Anbieter oder als Lösung, die sich am Festigen ist, die ermöglicht, aus dem Praxissystem, also aus dem Primärsystem in der Hausarztpraxis, Daten nach dem FHIR-Standard an nachgelagerte Stellen weiterzugeben. Und das sind genau Ansätze, die wir möchten prüfen und eigentlich an der vordersten Front mit dabei sein und ausprobieren und mit dem auch gute Lösungen im Sinn von Sparen, was eben Managed Care im Kontext ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir uns da eben innovativ, unser Name gibt ein gewisses Versprechen ab, dass wir uns da beteiligen können. Danke für den Steilpass. Der nächste Block von der Frage geht eigentlich um Optimierungspotenzial. Eigentlich zu den gleichen Themen. Bis jetzt haben wir so ein bisschen gefragt, wer soll treiben. Und jetzt, was kann man optimieren? Du hast gesagt, Digitalisierung, eure Managed Care Ansätze, versuchen wir noch ein bisschen konkret zu werden. Was geht? Bessere Behaltung und Austausch von Gesundheitsdaten. Ja, was nicht. Ich glaube, eben, das Potenzial ist riesengroß. Wir haben eben ganz viele Insellösungen, sei das im kleinen Bereich, bei den niedergelassenen Ärzten, sei das bei der Spitallandschaft. Dazwischen im Bereich Schnittstellen gibt es Lösungen, gibt es Anbieter, die aber irgendwo noch nicht so eingesetzt werden, dass es wirklich einen Effekt hat. Ich möchte auch hier wieder auf Digitalisierung raus, dass wir dort tatsächlich das grösste Potenzial haben für Optimierung. Wie gesagt vorher, Doppeluntersuchungen, Transparenz, sei das medizinische Daten, sei das, was hat der Patient schon gemacht. Ich denke, dort haben wir einen Hebel, wo jetzt doch auch eben Lösungen sich abzeichnen oder auch Anbieter, wie auch ein Bind zum Beispiel, ja, Dienstleistungen und Produkte anbieten, die können und sollten genutzt werden. Und dort entsprechend würde ich eigentlich ansetzen und eben wir als InnoCare probieren, die Themen auch zu pushen, so wie wir das können. Wir können, ich sage jetzt mal, Einfluss nehmen auf Grundversorger, auf die Hausärztinnen und Hausärzte, auch Pädiaterinnen und Pädiater, die dazugehören, dass wir eben die Digitalisierungsthematik voranbringen, dass wir eine Offenheit in die Köpfe der Leistungserbringer bringen, Daten austauschen, natürlich datenschutzkonform, aber auch hier gibt es technische und juristische Lösungen, um das alles super abwickeln. Und genau dort in die Kerbe möchten wir gehen, eben mit unserem Maikura, mit unserem Ärztenetz Medi, wo wir im Aufbau sind, wo wir Ärzte auch möchten zusammenbringen, die zu diesen Themen offen sind. Der EFAS hat ja wahrscheinlich Hoffnung ausgelöst, dass jetzt die Kooperation ambulant-stationär jetzt besser ist. Das glaube ich jetzt, hat man so stimmungsmässig ist man vorbereitet. Konkret, was kann besser werden in dieser Kooperation? Da wir uns halt in unserem Umfeld sehr im Rahmen von Managed Care bewegen und auch entsprechende Managed Care Modelle und Verträge, dürfte EFAS der positive Effekt haben, dass die ambulanten Leistungen, die ja heute zu 100% eigentlich über die obligatorische Krankenversicherung getragen wird, versus dem stationären Setting, wo ja das anders ist, dass eigentlich die Ambulantisierung, die schon länger im Kommen ist oder am Wachsen ist, für Krankenkassenprämien einen negativen Einfluss haben ohne EFAS. Sprich, auf lange Sicht mit EFAS ist die Ambulantisierung aus Sicht der Krankenkassenprämien kein Problem mehr und entsprechend gehen wir davon aus, dass Ärztenetzwerke, die wir betreiben, oder einfach solche Konstellationen, Leistungserbringer im ambulanten Setting durch das einen Auftrieb dürften bekommen, dass die Versicherungsmodelle, wo man auch wieder gewisse Sachen finanzieren schlussendlich, dass das einen Antrieb gibt durch eben die ausgeglichene Finanzierung ambulant-stationär. Eben heute, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist die Ambulantisierung ein Nachteil, weil das alles über die Krankenkasse Prämie muss gezahlt werden und durch das auch zu einer Reduzierung von den Prämienrabatten schlussendlich führt. Und das ist natürlich für Patientinnen und Patienten ein grosser Nachteil, der natürlich eigentlich von diesen Einsparungen möchten profitieren, die sich aus Managed Care ergeben. Danke. Die nächste Frage wäre Vernetzung von der Informatik. Wie kann man Interoperabilität fördern? Dort hast ja du schon Diverses dazu gesagt. Vielleicht auch konkreter.
Also, was könnte man im Bereich von eurem Ärztenetz MyCare, wenn du könntest wünschen? Interoperabilität, was gäbe es dann mehr? Oder was soll man machen? Also was wir machen können, ist, wenn es Lösungen gibt, und eben deren zeichnen sich mehr und mehr ab, die probieren wortwörtlich in die Praxis hineinzubringen. Halt auch hier wieder im Rahmen von Managed Care Modell zum Einsatz bringen. Da sehen wir auch gewisse Tendenzen bei den Krankenversicherern, dass der Austausch von den Hausärzten mit nachgelagerten Stellen, seien das andere Arztpraxen, Spezialisten, Spitäler, aber auch Telemedizin, dass da eigentlich wirklich ein grosses Interesse da ist, Interoperabilität. Entsprechend geht es wirklich darum, dass wir als Organisation, die direkt an der Front sind, eigentlich müssen schauen, dass die Lösungen, die gut sind, dass wir die wirklich in die Praxis hineinbringen. Und wir brauchen für das Unterstützung. Wir brauchen A, die Lösungen. Wir müssen sie kennen. Wir müssen befähigt werden, das in die Praxis hineinzubringen. Und dort sind wir sicher auf Unterstützung angewiesen von diesen Lösungsanbietern, dass man überhaupt mal weiss, was gibt's, welche Lösungen, welche Probleme können mit dem gelöst werden. Und am Schluss eine berechtigte Frage halt aus Sicht der Leistungserbringer in den Netzwerken. Was haben sie für einen Nutzen daraus? Weil oftmals ist es so, dass Lösungsansätze, die prinzipiell Kosten verursachen, die je nachdem auch noch von den Netzwerken getragen werden. Und im Umkehrschluss ist halt die berechtigte Frage, was habe ich für einen Nutzen? Und wenn es Anbieter gibt, die gute Lösungen haben, die die Zusammenarbeit über Digitalisierung mit anderen Leistungserbringern können fördern, verbessern, da sind wir sehr, sehr offen und empfänglich, Dienstleistungen, die Angebote kennenzulernen und eben dann auch weiterzutragen. Weil schlussendlich müssen sie die Leistungserbringer einsetzen und für das müssen wir es ihnen, ja, wenn man das so darf sagen, schmackhaft machen. Jetzt steht dazu noch irgendwie Wünsche an den Staat, was der soll mal Dalli jetzt mal irgendwie vorwärts machen. Es gibt auch Digisante, ich weiss nicht, ob ihr das ein Begriff ist. Hast du da ja, ist ein Begriff. Forderung an Spannend wäre, und das weiss ich nicht, wie das organisiert ist, wer entscheidet dort, welche Projekte sinnvoll und nachhaltig sind. Dort wäre meine Anforderung, dass es ein gutes Gremium ist, das auch in der Lage ist, das zu beurteilen, dass das viele Geld, um meines Wissens herum ist, dass das auch sinnvoll eingesetzt wird. Ich glaube, es gibt viele Projekte, wenn man zurückschaut, die viel Geld verschlungen haben, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt gegeben hätte. Darum, wenn das Geld schon gesprochen ist und soll eingesetzt werden, soll das durch ein Gremium freigegeben werden und auch monitorisiert werden in Etappierungen, ob die Projekte verheben und funktionieren. Und ein grosser Wunsch, auch das weiss ich nicht, ob es so gegeben ist oder nicht, dass auch die Leistungserbringerseite, auch die Hausärztinnen und Hausärzte dort involviert sind in die Entscheidungsprozesse, sodass eben da auch, wie ich es vorher erwähnt habe, wirklich wortwörtlich praxisnahe Lösungen und Projekte umgesetzt werden, die wirklich auch einen Nutzen und einen Effekt draussen haben, wo die Leistungserbringung auch erfolgt. Mein Gefühl, meine Erfahrung ist einfach, dass sehr viele Projekte und IT-Lösungen von Systemspezialisten entwickelt werden und vielleicht auch gute Ideen herum sind, aber es wird nie so richtig darauf geschaut, oder selten ist es dann umsetzbar, wird es auch gebraucht und hat es einen Nutzen für die es anwenden. Ich spüre da noch Optimierungsbedarf. Okay, Einbezug von der Patienten, hast du da Optimierungspotenzial, das du kannst nennen? Ja, ich habe es zwischendrin schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, auch hier, wie bei der Leistungserbringerseite, werden Patienten zu wenig abgeholt, was ihre Bedürfnisse sind. Ich denke, wenn man ihre Bedürfnisse besser berücksichtigen würde, dann würden sie die Lösungen, wie sie auch immer würden aussehen, mehr und besser nutzen wollen. Von dem her, vom Public-Sektor her, könnte ich mir vorstellen, dass man ja doch vielleicht auch ein bisschen mehr Orientierung könnte machen und Werbung für gewisse Leistungen oder Dienstleistungen oder Standards oder wenn wir vielleicht noch Schwenk ins EPD machen mit der doppelten Freiwilligkeit bei den Patientinnen und Patienten, ja bei den ambulanten Leistungserbringern. So habe ich das Gefühl, es passiert nichts. Also wenn man auswählen kann und eben den Nutzen nicht sieht, dann so wird das EPD auf lange Sicht noch nicht das bringen, was man sich wünscht. Entsprechend, wenn man das ein bisschen ableitet oder weiterdenkt, dann ja, könnte vielleicht auch ein gewisser Druck, auch wenn wir Schweizerinnen und Schweizer das nicht so gerne haben, vielleicht könnte helfen, dass einfach gewisse Sachen halt einfach forciert werden. Und da gibt es ja auch Länder, die das vormachen, wo das ja tiptop funktioniert, wo das Rad nicht mehrfach muss neu erfunden werden. Also vielleicht, ja, um es auf den Punkt zu bringen, mehr Vorgaben, mehr Standards, die müssen angewendet werden, vielleicht auch einen gewissen Druck auf die Systemanbieter, dass man die Standards bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss integriert haben. Also so in die Richtung, dass ein gewisser gesunder Druck, der annehmbar ist, aber gleich spürbar, um einfach gewisse Themen forcieren. Es ist jetzt einfach so ein vor sich herdümpeln und das werden wir auch in 5 bis 10 Jahren noch irgendwie so wahrnehmen und das ist schade.
Ich höre auch ein bisschen, dass man den Patienten auch etwas abverlangen darf, mal zwischendurch. Jetzt noch das letzte Sparen, Optimierungspotenzial. Ich meine, das sind ja Managed Care Modelle, haben schon eine Sparidee. Gibt es da Sachen, wo du findest, da müssen wir jetzt noch verbessern? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele Themen habe ich schon wie gestreift. Ich denke, die Managed Care Modelle gibt es seit über 20 Jahren. Das ist eigentlich ein Erfolgsmodell, die Managed Care Systeme. Sie bringen nachweislich seit Jahrzehnten Einsparungen. Von dem her, denke ich, vom Public-Sektor her, dürfen wir dort vielleicht noch mehr fordernder werden oder mehr Incentives den Patientinnen und Patienten ermöglichen, wenn sie in so ein Modell reingehen. Weil, wenn eine Einsparung von 10, 15, 20%, das ist eigentlich sehr beachtlich, was die Modelle mit sich bringen. Und entsprechend ist es eigentlich schade, auch hier, dass die absolute Freiwilligkeit für so ein Modell da ist. Und ja, ich denke, da wäre sicher ein Potenzial dass man die Modelle, sei es die heutigen, sei es Weiterentwicklungen, eben noch mit Digitalisierungsthemen, Datenaustausch und so weiter, dass man da eigentlich Patientinnen und Patienten, die ich mich auch dazu zähle, schlussendlich, wir alle zusammen einen grossen Nutzen hätten und eben die grösste Möglichkeit, im Kollektiv Kosten einzudämmen, dass man mehr Leute in so gesteuerte Modelle reinbringen würde. Und mehr Anreize schaffen, Druck machen, was auch immer sich dann nachher als Werkzeug anbieten. Ja, ich finde, dass es ein gutes Kümmern eigentlich. Der Staat oder die Leistungserbringer kümmert sich um den Patienten, der ja dann selber vielleicht auch mal etwas muss tun dafür. Jetzt möchte ich 3 konkrete Sachen bringen. Das erste ist E-Medikation. E-Medikation ist so etwas, wo für mich alle Grundlagen scheinen da zu sein. Also Standards, Mediplan, Medikation, E-Rezept und so weiter. Und alle scheinen irgendwie auf den Nutzen zu warten. Eintrittsmedikation im Spital, Aufwand senken, weniger Nachfragen, mehr Interaktionschecks und so weiter. Trotzdem ist in der Schweiz der Teil von der Digitalisierung vom Gesundheitswesen ist irgendwie noch nicht da. Was könnte bessere Private-Public Partnership beitragen, dass das jetzt endlich macht? Ich denke auch hier eine gewisse Vorgabe, dass ein Mediplan nicht mehr diskutiert wird, ob oder wenn, sondern dass der auf einen Zeitpunkt X müsste zum Einsatz kommen. Gerade im Bereich Medikation, wo es nachher noch um Patientensicherheit geht, nebst jetzt der Kostenthematik, wo höhere Qualität kann gewährleistet werden. Also das ist ein Thema, wo man eigentlich nicht lange darüber diskutieren müssen, dass da einfach gewisse Standards vorausgesetzt werden. Und auch da sehe ich eigentlich den Public-Bereich in der Verantwortung, sei das eben im Bund oder Kantone, dass man da eigentlich Nägel mit Köpfen macht und der Mediplan und solche Tools oder der Medikation als Überbegriff eigentlich zu einem Standard erklärt, wo die Systemanbieter, die Leistungserbringer einfach in diesem Sinn müssen folgen. Danke. Was könnte PPP zum Erfolg vom elektronischen Patientendossier beitragen? Ja, also das EPD braucht, technische Durchgängigkeit. Das heisst, die Systeme müssen kommunizieren miteinander. Also eine echte Integration in Primärsysteme, sei das im ambulanten Bereich Praxissoftware oder im stationären Klinikinformationssystem. Da braucht es Angebot von den Privaten. Da gibt es ja auch Angebote, realistische Finanzierung. Ich denke, da darf man auch Publics in die Verantwortung nehmen. Sonst bleibt es irgendwo wie bei einem Nice to have. Und niemand hat Druck, niemand hat wirklich Nutzen und man kann, aber muss nicht. Darum denke ich, dass PPP, wenn alle ihre Rolle wahrnehmen und ihre Möglichkeiten ausschöpfen, ein EPD sicher könnte davon profitieren, durch die Förderung von Standards, wo, wie gesagt, die sind da. Da sind die Spezialisten, aber ja, soweit wir das mitbeurteilen können, ist eigentlich alles da, um miteinander kommunizieren, wenn die Systeme offen wären und die Lösungen, die es gibt, in die richtigen Systeme, in die Primärsysteme integriert werden. Danke. Jetzt ist das okay, wenn ich dich als Vertreter von den Privates anspreche, Vertreter von den Privaten, meines Wissens sind ihr jetzt nicht öffentlich. Was hat InnoCare für Wünsche für so eine Partnerschaft, wenn du einfach ein paar Wünsche frei hättest vom Oberzauberer? Was wünschst du dir in dieser Zusammenarbeitssache von den Öffentlichen? Die Wunschliste ist eigentlich relativ kurz, aber eine gewisse Offenheit gegenüber den Privaten, faire Bedingungen, Ausschreibungsbedingungen für Lösungen, die gesucht werden. Weniger Fokus auf Kontrolle. Ich glaube, da rede ich auch für alle Ärzte, die uns angeschlossen sind aus der Seele. Und schlussendlich mehr wirksame Bemühungen.
Und ich glaube, ein ganz, ganz grosses Wort, das auch mit der Kontrolle, die ich vorhin gerade erwähnt habe, einhergeht, ist, dass einfach mehr Vertrauen ist. Man hat wie das Gefühl, man wird überall kontrolliert, es ist kein Vertrauen da, es wird alles hinterfragt. Und ich denke, dass da der Public-Sektor doch etwas machen kann, dass man auf Seite der Privates vielleicht ein bisschen gelöster, ein bisschen offener ist für neue Projekte und Vorhaben und man dort echt mit einem anderen Elan kann dahinter gehen, als eben wenn das Damoklesschwert über einem schwebt oder einfach gefühlt und ja, dass einfach wirklich die richtigen Massnahmen gesprochen werden oder finanziert werden. Das sind so ein bisschen die paar Wünsche, die mir in den Sinn kommen. Ja, das sind sehr schöne, kompakte, aber wichtige, gute Wünsche. Ich hoffe, dass die Public-Seite ein bisschen Gas gibt und die könnte auch Elan zeigen, sorry. Und jetzt umgekehrt, jetzt sitzt da niemand von den Publics, aber wenn der jetzt ein paar Wünsche bei dir hat, was könntest du ihm für Angebot machen? Zu was sind ihr bereit, aufeinander auf sie loszugehen? Ja, wir sind eben sehr nahe an der Praxis dran, also der Hausarztpraxis schlussendlich. Wir haben einen sehr direkten Zugang. Das heisst, wir können gute Lösungen propagieren. Wir können die an Mann und Frau bringen und für Akzeptanz sorgen. Am liebsten natürlich im Zusammenhang mit Versorgungsmodell, mit Managed Care Modell. Der Zugang, den wir haben, ist doch insgesamt bei rund 600 Grundversorger, 300 Spezialisten, also gegen 1000 Ärztinnen und Ärzte. Und ich bin auch sicher, dass auch unsere Mitbewerber schlussendlich gute Lösungen würden propagieren, Basis bringen, wie wir es selber sagen. Das ist mal der eine Teil. Wir haben einen starken Willen für Umsetzung. Wir haben in den letzten Jahren ein paar mutige Entscheidungen getroffen, auch zum Kosten sparen auf einer ganz anderen Seite. Nicht mehr teure Systeme kaufen, sondern selber entwickeln, die uns auch wieder ermöglicht haben, agiler und schneller zu wachsen, Prozesse zu optimieren. Genau. Was uns ein bisschen bremst, da gehe ich ein bisschen in die Richtung der Versicherer. Da wäre jetzt eigentlich noch eine spannende Frage, seid ihr mehr im Public-Bereich oder im Private? Aber etwas, was uns immer wieder ein bisschen bremst in unserem Tatendrang ist, dass Versicherer sehr viele eigene Ideen haben und einen Konsens im Rahmen von Versicherungsmodellen und somit eigentlich auch über Bemühungen im Bereich Datenaustausch oder einfach generell integrierte Versorgung wahnsinnig schwierig ist, ein Leistungsangebot zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz sind wir eigentlich tagtäglich bemüht, trotz sämtlicher Widerstände oder eben fehlenden Standards und Grundlagen innovativ zu bleiben und ja, schlussendlich integrierte Versorgungsmodelle weiterzudenken. Und da sind wir wieder bei den Themen von vorher. Da spielt das Thema Datenaustausch eine grosse Rolle. Und ja, was wir mitbringen, ist wirklich Motivation, im Rahmen von diesen Modellen integrierte Versorgung weiterzuentwickeln, die uns angeschlossenen Ärzte abzuholen, Lösungen zu propagieren und durch das auch irgendwo ein effizientes System zu bringen und gute Ansätze weiterzuentwickeln, die dann noch eben wieder für grössere Lösungen, um den Bogen nochmal machen auf CPD, könnten gute Grundlagen geben, dass sich das irgendwann auf Basis von anderen Bemühungen kann rascher und besser weiterentwickeln. Ja, Thomas, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich glaube, das grobkörnigste, was ich gelernt habe, ist, wenn eine staatliche Regulierung oder Gesetzgebung ist, dann braucht es Leute, die das ausrollen. Die sind tendenziell privat. Ja, danke vielmals für all deine Einsichten, Meinungen. Ich habe sehr viel gelernt und danke für das reichhaltige Gespräch, Thomas. Ich bedanke mich auch. Merci vielmals.